Unsere letzte Station und unser Ziel auf unserem Fototrip durch Norwegen, der Ursprungsort von Haugland. Ein Bild, alles einstellen, es muss passen, that's it. Es war richtig so ein bisschen Gänsehautmoment, Nervenkitzel. So ein bisschen Tränchen drücke ich schon auf. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Am letzten Tag stand eine spannende Challenge an, und zwar die Ein-Bild-Challenge. Also wir haben eine Stunde Zeit, um ein Bild zu schießen. Ein Foto nur. Nur ein Foto, nicht 10, nicht 20, nicht 15, sondern ein Bild. Und ich darf nicht löschen, also ein Foto machen und wenn es scheiße ist, wieder löschen? Leider nein. Einmal draufdrücken, dann ist fertig. Genau. Auch nur mit einer Kamera. Mit einer Kamera, sorry, tut mir leid, Christoph. Let's do it. Das wird eine lange Stunde. Das ist schon krass, weil sonst schieße ich wirklich viele Fotos. Und das ist für mich auch immer so ein Prozess. Ne? Es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man geht irgendwie hin und schießt dann ein Foto und geht weiter und schießt wieder ein Foto. Das ist für mich total unsinnig eigentlich, weil manchmal der Weg das Ziel ist. Ne? Man entdeckt über das Foto, was man schießt, etwas, was man noch verbessern kann, tastet sich dann langsam ran an eine bessere Komposition, verändert dann nochmal was, das Licht verändert sich, man schießt nochmal ein Bild, man bleibt über 1 Stunde, 2 Stunden an der gleichen Location und nimmt eben diese komplette Veränderung des Lichts und des Moments und so weiter mit und erstellt darüber die Fotos. Aber das geht nicht bei der Ein-Foto-Challenge. Es ist halt nur ein Foto. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wann man abdrückt. Oh Mann ey, ich bin mir echt unschlüssig, ob ich jetzt schon abdrücken soll. Es ist gerade mal eine Viertelstunde rum. Aber das Wasser kommt, ich muss mich entscheiden, ich muss mich beeilen. Ich bin schon echt fast eingeschlossen hier auf meiner Insel. Es sieht echt cool aus. Also gerade für mich, ich liebe es zu fotografieren, ich liebe diesen Auslöser zu drücken und auch die Vergleichsmotive zu haben. Und dann sich nur auf eins zu beschränken, das war richtig so ein bisschen Gänsehautmoment, Nervenkitzel. Ich habe mir lange Zeit gelassen. Das könnte auch schön sein hier, so eine Linie mit den Algen. Auf Führung zum Berg. Gefällt mir, das merkt mir mal und schau weiter. Ich hatte erst überlegt, nehme ich ein paar von den runden Steinen in den Vordergrund. Bin dann noch ein bisschen weiter rumgelaufen, habe dann überlegt, ob ich so ein Auge fotografiere. Aber die Herausforderung ist jetzt natürlich auch, fotografiere ich Quer- oder Hochformat? Mit Polfilter, ohne Polfilter? Normalerweise taste ich mich dann so ran, bis ich das Bild habe, wo ich sage, ist geil. Jetzt habe ich nur ein Bild. Tough. Wobei man aber ehrlich gesagt natürlich auch sagen muss, dass diese Challenge aus heutiger Sicht viel, viel einfacher ist als vor 5 Jahren noch. Wenn ich das mit einer DSLR hätte machen müssen, wäre das viel, viel schwieriger gewesen. Weil man sieht ja die Belichtung zum Beispiel nicht direkt im Sucher, höchstens maximal im Live-View vielleicht. Aber Kameras sind ja heute mittlerweile so intelligent. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie es früher gewesen sein muss, wenn man bloß auf so einer Reise 24 Bilder zur Verfügung hatte und es wirklich gut einteilen musste. Ich meine, das habe ich bloß als Kind mitbekommen. Das ist eine absolute Herausforderung gewesen. es ist eine wackelige Angelegenheit, wie ich hier stehe. Oh, jetzt kommt eine große Welle. Ich hoffe, ich stehe safe. Man ist einfach so in einem Modus drin, wo man nochmal fokussierter an das Ganze rangeht. Also jetzt heißt die perfekte Welle binden und abdrücken im richtigen Moment. Ach du Kacke, ich muss mich jetzt schicken. Ich mache jetzt ein Bild und erkläre dir alles danach. Filter sind installiert. Ich habe Polfilter drauf, ich habe einen 8er ND-Filter drauf und ich habe einen 2.0er Vollausfilter, um richtig krass den Himmel hier zu strukturieren. Ich hoffe, es klappt. Schärfe ist eingestellt, auf unendlich fokussiert. Jetzt muss nur noch die richtige Welle kommen und dann drücke ich ab. Ein nicht ganz einfacher Entscheid, weil Wellen können ja immer wieder mal so oder so sein. Entweder es klappt oder nicht. Und normalerweise mache ich mehrere Shots und kann dann abgleichen, welches der Geist ist davon. Diesmal halt nicht. Also echt schwierig. Ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt zur Ansel Adams Zeiten. Ja, ein Bild, alles einstellen, es muss passen, that's it. Also ein bisschen back to the roots. War spannend. Ich habe mich dann für ein Foto entschlossen von so 2 Steinen. Der Moment ist gekommen. Ich habe jetzt einen ND-Filter drauf, ich habe einen Polfilter drauf. Verlaufsfilter lasse ich weg, das Risiko ist zu hoch, der Wind ist sehr stark, dass es daran wackelt und dann die Belichtung leicht verwackelt. Auch mit ND-Filter ist jetzt schon ein leichtes Risiko.
Wenn ich mehrere Schüsse hätte, würde ich einfach hintereinander durchschießen, irgendein Scharfes ist mit dabei. Aber für ein Foto, da klatschen die Wellen jetzt schon rüber. Und ich musste da aber warten, bis die Welle groß genug war und habe da bestimmt 5-6 Minuten gewartet, bis ich schlussendlich auf diesen Knopf gedrückt habe. So, I just did it. Ich habe drauf gedrückt, Leute. Ein Bild. Ich bin ja ganz okay zufrieden, sagen wir mal. Es hat geklappt, ich habe extra gewartet, bis die Wellen, ich darf hier das Stativ nicht loslassen, der steht so heikel hier drauf, aber ich habe gewartet, bis die Wellen zurückziehen und habe dann, das wird immer mehr hier, und habe dann ausgelöst, weil ich dann für ein bisschen die schöneren Schleier habe, wie wenn die Wellen vom Meer reindrücken. Ich habe ein paar von diesen Steinen, die eigentlich wie Eier aussehen, die da rumliegen, in den Vordergrund gebaut, habe gewartet, dass eine Welle kommt, also das habe ich mich dann doch getraut, Wasser mit einzubauen, was ja auch schwierig ist, du musst im richtigen Moment drauf drücken und den Berg im Hintergrund. Solider Shot, ist ganz gut geworden, aber da hätte es auf jeden Fall noch ein paar andere Highlights gegeben an dem Beach. Ja, ich habe das Bild innerhalb der letzten 10 Minuten geschossen. Ich habe ein Bild gekriegt. Cool, das mit den Wellen hat gepasst, aber Schärfe, Junge, da ist was ein bisschen schief gegangen. Ich weiß nicht genau, vielleicht war es ein Fehler, einen Verlaufsfilter zu benutzen und es hat ein bisschen gewackelt mit dem Wind oder irgendwas war ein bisschen blurry, man weiß es nicht. Ein bisschen Unschärfe ist drin, trotzdem, ja, es ist die Challenge, hat Spaß gemacht und ein Bild ist da. Ich habe bestimmt 5 Minuten warten müssen, bis der Moment richtig war und dann auf den Auslöser gedrückt. Geil! Cooles Foto. Der Himmel könnte noch ein bisschen besser sein, aber alles in allem bin ich ziemlich zufrieden mit diesem einen Foto, was ich schießen konnte. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich würde sagen, perfektes Timing. Ich packe die Sachen zusammen und gehe zu den anderen. Hatte mein Bild im Kasten, da habe ich dann natürlich noch ein paar mehr Bilder machen können und konnte glücklicherweise noch ein paar andere Motive mit einfangen und da gab es schon wirklich coole Motive mit diesen Strukturen, mit den Wasserbecken. Oh, das hat Bock gebracht, also da sind so viele Motive an dem Strand, da hätte ich den ganzen Tag verbringen können. Ja, jeder, der mittlerweile irgendwas mit Fotografie zu tun hat, kennt wahrscheinlich jetzt Haugland durch die Klamotten, aber war noch nie dort und hat es noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja, schon eine sehr imposante Kulisse, wenn man da das erste Mal drauf zufährt, die Straße lang und dann macht sich so langsam der View auf und man sieht diesen Berg. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt viel kleiner vorgestellt. Das ist ein Riesending, der schaut auf Bilder und Filmen ein bisschen kleiner aus, als er in echt ist. Also man muss auf jeden Fall mal in echt vorbeischauen und den Haugland, Strand, Berg und so weiter mal live sehen. Jetzt hier in der herbstlichen Stimmung was ganz anderes, aber man fühlt sich direkt zu Hause. Immer wieder krass hier zu sein, dieses heftige Bergpanorama. Bam, Haugland, mega geil. Ja, während die Jungs ein paar Bilder für den Shop gemacht haben, habe ich mein Stativ und meine Filter gepackt. Da war ich dann schon richtig im Fieber und habe mehrere Langzeitbelichtungen sogar gemacht von so einer kleinen Bucht, die auf mich zugeführt hat. Hinten dran der Hauglandberg und ja, die Linien von dem fließenden Wasser haben wirklich alle zum Motiv gezeigt. Mega cool, das habe ich vom Auto schon gesehen und dachte mir, den schnappe ich mir, Stativ auf die Schulter, runter da, Bilder machen. Bin echt faul und ich versuche ganz viel dann auch mal aus der Hand zu machen. Da filter sogar ich dann und stelle meine Kamera auf Stativ. Und kommen geile Bilder raus, ja, schau mal her. Nice, oder? Unsere letzte Station und unser Ziel auf unserem Fototrip durch Norwegen, der Ursprungsort von Haugland, der Hauglandstrand.
Es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, wie wenn man nach Hause kommt. Wie ist es wieder hier zu sein? Mega crazy. Jetzt mal nicht im Winter. Die Berge sind nicht weiß, sondern grün. Da zieht der Himmel auf, die Sonne scheint, der Wind wird weniger. Guckt euch diese Wasserfarbe mal an. Deswegen liebe ich den Haugland. Bah, was für eine geile Wasserfarbe. Karibik-Style. Da werden wir noch richtig braun hier am Beach. Sonnencreme daheim vergessen, ey. Mega nice, wie jetzt da hinten die Schatten und Lichtspiele über den Fels ziehen. Schaut mega cool aus. Ich habe mir das jetzt mal als Vordergrund hier rausgesucht mit dieser Stein, ja was ist das? Kleine Steinansammlung, sage ich mal. Wir kriegen Christoph noch zum Landschaftsfotografen. Stativ und Filter schon in der Hand und habe dann da das Knipsen angefangen und habe auch überhaupt nicht mitbekommen, dass mir die Wellen schon irgendwie knöcheltief um die Füße spülen. Ich habe irgendwie ein Pech mit Wasser, das kommt, habe ich so festgestellt auf der Reise. Immer die Motive, die ich gerne hätte, stehen gleich unter Wasser. Wir haben dann alles noch eintüten können, was wir eintüten wollten und hatten einfach ein cooles Schlusserlebnis. Ich war schon oft mittlerweile dort gewesen, habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Über die Jahre hat er sich auch ein bisschen verändert, ist ein bisschen noch touristischer geworden. Trotzdem immer noch sehr, sehr schön, sehr rau immer noch, sehr, sehr wild. Er ist sehr, man kann sagen, zickig teilweise. Ja. Mal kommt der Wind gepeitscht, mal regnet es in Strömen runter. In der nächsten Sekunde zieht dann der Himmel auf und die Sonne scheint. Das ist für mich hundertprozentig der Hauglandstrand. Ja, cool. So das Ende, aber auch so ein bisschen eine Emotion. Also war ein schöner Moment. Ja, komplett verrückt, dass wir jetzt schon so weit in der Reise vorangeschritten sind. Das vergeht immer so schnell, wenn man auf Fotoreise ist. An den ersten paar Tagen denkt man noch, wow, wie langsam, weil man so viele Eindrücke hat, so viel macht. Und dann macht es aber patsch, patsch, patsch. Und irgendwie ist dann schon letzter Tag, vorletzter Tag. Und man weiß gar nicht, wo die Zeit so hingegangen ist. Ich bin ein bisschen geschafft auch, ich bin ein bisschen müde, es war anstrengend, wir haben sehr viel gemacht. Aber ich bin da schon auch ein bisschen, so ein bisschen Tränchen drücke ich schon auch, weil es war doch eine coole Zeit und die Zeit ist eben nur rumgegangen. Diesen Trip nicht nur alleine zu machen, sondern eben auch mit anderen fand ich ziemlich cool und natürlich auch inspirierend, weil man sich gegenseitig befruchtet. Zum einen bei Motiven, ne? Man challenge sich vielleicht auch gegenseitig, dass man sich gegenseitig nochmal pusht. Vielleicht machen wir es nochmal aus der Perspektive oder nochmal aus der Perspektive. Man kann voneinander lernen, zum Beispiel auch Equipment-Sachen. Der eine hat vielleicht so einen Laptop, der andere arbeitet eher mit so einem Gerät und der zieht die Bilder so rüber, der zieht die sich auf das Handy so rüber. Man kann sich einfach austauschen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen und das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Es macht auch Spaß, alleine loszuziehen, aber auch mit Gleichgesinnten auf ein Abenteuer zu gehen, ist eine coole Erfahrung. Rückzug, der Klassiker, ey. 5 Minuten, geiles Wetter, alles Spaß gemacht, super geile Shots und so und dann pisst es aber direkt wieder runter, Wind kommt von allen Seiten. Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Auch wenn wir keine Polarlichter fotografieren konnten, das wäre natürlich mein Traum-Szenario jetzt gewesen für diesen Roadtrip. Das Ende am Hauglandstrand, gestartet quasi mit Polarlichtern vor ein paar Jahren und geendet jetzt auch wieder mit Polarlichtern. Aber wir hatten auf der ganzen Reise keine Polarlichter. Ja? Auch wenn die Aktivität gut war, der Himmel war komplett zugezogen und wir waren schon ganz froh, wenn es mal nicht geregnet hatte. Am Abend haben wir noch eine ganz coole Aktion gestartet. Wir haben auf Instagram gepostet, ey, wer gerade auch auf den Lofoten ist, in der Nähe vom Hauglandstrand, kommt mal in 1,5 Stunden vorbei. Wir treffen uns, wir haben ein paar T-Shirts dabei, Caps dabei. Wer kommt, kriegt die for free. Mal gucken, ob jemand hier ist, um sich die abzuholen. Schauen wir mal. Und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass da tatsächlich Leute sind, aber die Welt ist so klein und es ist mittlerweile so cool, wie viele Menschen man auf Instagram erreicht. Da waren tatsächlich Leute in Norwegen, jetzt zu dieser Zeit
auf den Lofoten in der Nähe vom Hauglandstrand. Hier am Hauglandstrand. Alles cool. Hallo, grüß dich. Moin, moin, moin. Na? Die ganze Crew am Start. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Freut mich, Stefan. Das waren richtig coole Dudes, beziehungsweise auch eine Dame. Und wir sind noch ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen, völlig crazy Aufnahmen gemacht. Mit so einer FPV-Drohne habe ich vorher auch noch nie gesehen. Jetzt befolge ich den neuesten Tipp von Ben Jaworski. Eigentlich hat sich der Akku schon ein bisschen aufgewärmt. Ja. Ja, klein ist die Welt, Fotografie verbindet, finde ich mega, mega geil. Und das möchte ich auch mit diesem gesamten Projekt, mit dieser gesamten Brand, die ich aufgebaut habe, zeigen und auch zelebrieren. Schade, dass es schon soweit ist, aber wir haben wirklich coole Sachen erlebt. Sehr viel Spaß gemacht. Wir sind leicht übermüdet, aber auch sehr glücklich über die ganzen vielen tollen Momente und natürlich auch Fotos, die wir festhalten konnten. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es so ist, gebt mal einen Daumen nach oben, schreibt mal in die Kommentare, welcher Moment euer Lieblingsmoment war. Und wir sagen ciao und goodbye vom Hauglandstrand. Team Haugland! Ja, was in Senja auf jeden Fall auffällt, sind die steilen Steine. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wer weiß, was sich heute noch so ergibt. So ist das. Das ist zum Kotzen. So Menno, ey. Hey, Manu. Da kann ich kotzen gehen. Hast du was? Hast du Lohn auf Konto? Lohn ist schon da. Lohn ist da. Hatte mein Bild im Kasten, habe ich natürlich noch ein paar Bilder. Das war ein absolutes Wechselbad der Wetterphänomene. Gefühle. Junge, stabil. Hast du Stockfisch gegessen? Wenn die servieren in Nussfjord leckere Käse. Ja. Und dann bin ich ganz kaputt von all dem Spaß. Leute. Wollen wir den verlosen auf YouTube? Für alle Fetischisten? Nein. Na? Aber diesen einen Moment festhalten. Error. 404. Oh. Elektrik. Ja, die Elektrik ist schon. Hey, nö. Du hast den Schlüssel.